Hallo und herzlich willkommen hier in Huaran, im heiligen Tal der Inkas in Peru. Ich bin hier mit Björn und Tanja und die erzählen euch jetzt mal, was die hier so machen, wie die hier so leben. Ja, mein Traum war es eigentlich schon immer, mehr selbst zu machen, mehr ja, halt mit Tieren zu arbeiten und den ganzen Feldern und so. Und bewusster zu ja, leben. Genau. Wir haben halt hier die Möglichkeit, das zu lernen und auch diese Idee und dass es auch funktionieren kann, den Leuten weiterzugeben. Das macht Spaß. Wir wollen halt so ein bisschen irgendwie den ganzen Hof auf komplette Selbstversorgung laufen lassen. Finanzieren wollen wir das Ganze halt mit unserem Hostelprojekt. Ja. Und so ist halt das ganze Ding, ist halt ein großes soziales Gefühl geworden irgendwie. Björn kommt aus Deutschland und hat dort als Hufschmied gearbeitet. Tanja kommt aus Peru, hat aber in Deutschland Biologie studiert. Die beiden sind vor 3 Jahren mit Sack und Pack und mit dem Traum von einem anderen Leben nach Peru gezogen. Hier haben sie 2 Hektar Land, ein großes Mais- und Kartoffelfeld, Gemüse- und Blumengarten und verschiedene Tiere. Die beiden würden gerne alles, was sie so zum Leben brauchen, selber produzieren. Doch ganz so einfach ist das nicht. Es ist auf jeden Fall viel mehr Arbeit. Zum Beispiel früh aufstehen. Am Ende des Tages lohnt sich das nicht. Wirklich? Schon doch schon. Ja, das frühe Aufstehen ist immer ein Problem. Das Leben ist niemals irgendwie wirklich richtig einfach. So, wir haben ja auch unsere Probleme und unsere Sachen zu regeln. So, wir haben halt uns einfach eine Vision und eine Idee, die wir durchziehen wollen. Und das macht es halt Glück. Ja, das macht halt glücklich, diese Idee, dass die Idee funktionieren kann halt. Ja, in Deutschland war das Leben halt geplant. So, ne? Ich wusste, so lange musst du noch arbeiten, dann kriegst du so und dann gehst du in Rente, vielleicht kriegst du dann sogar noch Geld, wenn du in Rente bist. Das Leben ist total durchstrukturiert, bis du in der Kiste liegst. Hier wissen wir nicht, was morgen passieren wird. Spannend ist auch gerade, das alles zu lernen. Ne? Wie funktioniert das, klappt das wirklich? Man hat halt jeden Tag neue Aufgaben, man lernt jeden Tag dazu. Das ist sehr interessant gerade für mich. Björn ist ein Macher. Geht nicht, gibt's nicht. In seinem Schuppen kann er schmieden, sägen, bohren und handwerkern, was das Zeug hält. Etwas zu tun gibt es immer. Moderne Werkzeuge und auch alte Inka-Techniken kommen hier zum Einsatz. Auch beim Kochen für die Gäste wird auf Tradition gesetzt. Ja, das ist unser Pachamanca-Ofen hier. Pachamanca ist Quechua und bedeutet frei übersetzt Erdtopf. Das ist ein altes, ja, traditionell peruanisch. Wir setzen jetzt hier die Steine 2 Stunden, dass sie richtig schön heiß sind. Dann werden wir ein paar Steine auf die Glut werfen und dann kommen da Kartoffeln rein, diverse verschiedene Sorten Süßkartoffeln, Kochbananen, Bohnen. Wir machen das hauptsächlich vegetarisch, es geht aber auch, dass man da mal ein Hühnchen mit reinlegt oder ein Meerschweinchen. Genau, dann wird das mit Kräutern abgedeckt und mit den restlichen heißen Steinen und mit Erde. Und nach 40 Minuten werden die leckeren Kartoffeln ausgebuddelt. Ne? Das servieren wir dann mit selbstgemachten Soßen und Salaten. Wir essen eigentlich nicht so viel Fleisch, aber in letzter Zeit haben wir halt schon fast einen Überfluss. Ne? Ja. Wir essen viel Kaninchen, viel Meerschweinchen, wir haben jetzt irgendwie 2 Schweine. Wir versuchen auf jeden Fall unseren Tieren ein gutes Leben und so ein faires Leben vor allen Dingen zu geben. Und die werden irgendwann geschlachtet. Ja. Irgendwann. Zum Schinken verarbeitet. Genau, unser Traum ist es, noch eine Kuh zu haben, um Milch und Käse herzustellen und Joghurt und so. Die Fleischproduktion läuft sehr viel besser als die Gemüseproduktion. Was hättest du gerne für ein Stück? Oh, irgendeins. Irgendeins? Ja, irgendeins haben wir nicht. Das da. Das da? Ja. Also, das ist dein Schaf, dein stolzes Schaf. Jo. Ja, was mir hier halt gefällt, ist, dass es hier halt diese Idee von diesem Selbstversorgen hier sehr viel einfacher ist durchzusetzen. Ne? Man hat halt in Deutschland sehr viele Regeln und Bestimmungen, an die man sich halten muss.
Und wir haben halt hier ein bisschen Land und wir können halt direkt loslegen. Wir können Ställe bauen, wie wir es möchten. Wir können unsere Felder bewirtschaften und pflanzen, wie wir es möchten. Das ist in vielen Teilen in Europa zum Beispiel, glaube ich, nicht so möglich. Es ist halt alles ein bisschen freier, ein bisschen einfacher. Ne? Man hat halt eine gewisse Grundruhe irgendwie. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir nicht ganz so dem Geld hinterherrennen jeden Tag. Das Geld, was wir hier verdienen, geht quasi direkt in unsere Arbeiter, in unsere festen Leute, die hier sind. Wenn wir mehr zu tun haben, kommen noch mehr aus dem Dorf. So. Es geht auch nicht darum, irgendwie die Taschen voll zu machen mit Geld, sondern wenn wir etwas mehr Geld haben, dann könnten wir unseren Träumen und unseren Projekten für unseren Dorf und unsere Leute hier weiterführen können. Zum Beispiel unsere kleine Bibliothek für die Kinder oder sowas, was uns halt fehlt für ihren Englischunterricht. Den beiden geht es nämlich nicht nur um sich selber, sie wollen auch durch soziale Projekte ihrem Umfeld helfen. Faire Löhne für ihre Arbeiter, Englischunterricht und Essen für Kinder aus dem Dorf, Aktionen, um das Umweltbewusstsein zu stärken und die Unterstützung von lokalen Fraueninitiativen. Die beiden haben sich viel vorgenommen. Die Mädchen hier, die lernen hier ein bisschen Englisch und mal gucken, ob die auch wirklich Englisch reden können. What's your name? My name is Gavina. My name is Ryan. Nice to meet you. Amazing. Los chicos aquí hablar inglés. You speak English? Yes. Yes. How are you? Very good. And what is your name? My name is Freddy. What's your name? My name is Florian. Mucho gusto. Mucho gusto. Nice to meet you. Das ist, was mich hier sehr glücklich macht, womit ich mich so zufrieden mit mir selber fühle. Und ich habe auch hier die Möglichkeit, das zu machen. Aber es ist eine Arbeit, wo du jeden Tag das Leben sehen kannst. Irgendwie. Jeden Tag und jede Pflanze, jedes Tier, jedes Kind hier lohnt sich. Und das ist halt was mich erfüllt. Und wie sieht das Leben ohne Kranken- und Rentenversicherung aus? Ich habe keine Angst davor, irgendwie krank zu werden oder ja. Selbst wenn man total versichert ist, kann irgendwas passieren. Das Leben ist nicht gekauft. Man kann das Leben wirklich und deine Gesundheit nicht kaufen. Jeden Tag kann uns irgendwas passieren. Und solange müssen wir unser Bestes geben und irgendwie uns zu unterstützen. Das, was ich mir vorgenommen habe, was mir wichtig ist, mache ich jeden Tag. Und das macht mich zufrieden, das macht mich glücklich. Aber ich denke, wenn man eine Idee hat und was ändern will in seinem Leben oder überhaupt was Größeres ändern will, dann sollte man einfach anfangen. Ne? Man sollte keine Angst davor haben, irgendwie seine festen Strukturen zu hinterlassen und was anderes zu probieren. Es wird nicht einfacher, aber vielleicht wird es besser.